Hallo, mein Name ist Cecil Baumann. Ich bin die Moderatorin und Gründerin von Ganz in Bewegung und eine Haltungs- und Bewegungsexpertin auf der Basis der Alexander Technik. Mein Unternehmen richtet sich an ganzheitlich denkende Menschen, die ihre Mind-Body-Connection verbessern wollen. Wir melden uns live aus Zürich. Unser heutiges Interview führen wir mit Munish Nainani, einem engagierten medizinischen Ernährungsberater, dessen inspirierender Werdegang nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben vieler anderer Menschen verändert hat, die nach besserer Gesundheit streben. Wir freuen uns sehr, ihn heute hier zu haben. Aber bevor ich unseren Gast vorstelle, möchte ich euch erklären, was ich unter Mind-Body Connection verstehe. Das von uns entwickelte Ganz im Bewegungssystem umfasst 7 grundlegende Komponenten des Menschseins. Das beinhaltet deine Bewegungen, deinen Körper, dein Umfeld, deine Erfahrungen, deine Emotionen, dein Denken und alles ist mit deinem Atem verbunden und auch untereinander vernetzt. Unser Gast Munish Nainani ist ein medizinischer Ernährungsberater, dessen persönlicher Weg durch chronische Schmerzen nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben vieler anderer Menschen verändert hat. Munishs Geschichte beginnt mit einer Herausforderung, die viele nachvollziehen können. Er litt unter schweren gesundheitlichen Problemen, die ihn hilflos und isoliert zurückließen. Auf seiner Suche nach Linderung wandte er sich der Schulmedizin zu, musste jedoch feststellen, dass die angebotenen Lösungen nicht seinem Wunsch nach einer langfristigen und nachhaltigen Lösung entsprachen. Frustriert über den mangelnden Fortschritt und getrieben von der Entschlossenheit, seine Gesundheit zurückzugewinnen, begab sich Munisch auf eine bemerkenswerte Reise in die Welt der Ernährung. Trotz der Skepsis von Freunden und Gesundheitsexperten begann er, die tiefgreifenden Auswirkungen der Ernährung auf das Wohlbefinden zu untersuchen. Durch unzählige Stunden der Forschung und Erforschung der Ernährungswissenschaft entdeckte er die unglaubliche Heilkraft, die eine richtige Ernährung bieten kann. In der Erkenntnis, dass jeder Mensch biochemisch einzigartig ist, widmet sich Munisch der Suche nach dem, was für ihn wirklich funktioniert und letztendlich auch für andere funktionieren könnte. Seine Suche führte ihn an mehrere Institutionen, wo er sein Wissen über Ernährung und Biochemie vertiefte und sich als Ernährungstherapeut qualifizierte. Unter der Anleitung angesehener Fachleute auf diesem Gebiet gewann er wertvolle Erkenntnisse, die seinen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden prägten. Heute steht Muniz nicht nur als Überwinder chronischer Schmerzen vor uns, sondern auch als Leuchtturm der Hoffnung und des Wissens für alle, die einen natürlichen Weg zu besserer Gesundheit suchen. Seine Mission ist klar: Menschen zu befähigen, ihre Vitalität und ihr Wohlbefinden durch bewusste Ernährungsentscheidungen wiederherzustellen. Begleiten Sie uns, wenn Muniz seine inspirierende Geschichte erzählt, von den Herausforderungen berichtet, denen er sich auf seinem Weg stellen musste und davon, wie er nun sein Leben dafür einsetzt, anderen zu helfen, ihren eigenen Weg zu einer besseren Gesundheit zu finden. Also lasst uns Muniz Nainani willkommen heißen und von seinem reichen Wissen und seiner Erfahrung lernen. Willkommen, Muniz. Hallo, Cecile. It's great to have you again. Wir haben ja schon auf Englisch eine Aufnahme gemacht und es freut mich Ja, sehr, dass wir uns heute auf Deutsch unterhalten können. genau, ich bin gespannt. Das wird super. Ich freue mich riesig, dass das Ja, ich klappt freue mich auch. für unsere deutschsprachige Community. Monish, dein Weg in die Ernährungswissenschaft begann mit einer persönlichen Herausforderung. Kannst du uns erzählen, welcher entscheidende Moment dir bewusst gemacht hat, dass du für deine Gesundheit einen anderen Ansatz verfolgen musst? Ähm, Es war vor 4 Jahren, nach meiner Impfung, war ich vor meiner Geschäftsreise. Ähm, und in meinem Morgen konnte ich meinen Körper nicht bewegen. Plötzlich hat mein ganzer Körper Schmerz gehabt und habe ich gedacht, ja gut, das ist komisch. Ja? Ich meine, Mhm. es war wirklich ganz, ganz schlimm Schmerz und konnte ich gar nicht vorstellen, wie das plötzlich angefangen hat. Ich habe gedacht, ja, ich habe vielleicht ganz schlimmes Corona oder so. Ich werde vielleicht sterben. Ich meine, Oh. ganz schlimm. Muskel bewegen nicht und die Hand bewegen nicht mehr. Und habe ich nicht gewusst, was sollte ich machen. Und auch Und du in warst im Ausland, Ausland, oder? Du warst das damals im war auch im Ausland, nicht Ausland, zu oder? Und dann Hause. die Sprache kenne ich nicht und war ich in meinem Hotelzimmer.
Ähm, aber dann habe ich habe meine Hände gewaschen mit warmes Wasser und dann ein bisschen wieder gelaufen. Dann habe ich gedacht: „Okay, ja“, dann, habe ich ein paar, Schmerzmittel genommen, dann ist das weitergegangen. Aber, nach dieser Situation war ich zurück in die Schweiz, äh, hin und her mit viele Arzttermin, Spitaltermin, MRI, CT-Scan, Bluttest und ich meine, Stresssituation wegen dieser den angstliche Situation so bisschen, was gelaufen ist eigentlich. Denn bis die gefunden haben, am Schluss war das, das ist gekommen von eine, wegen der Impfung, die haben so Immunität boostet, oder? Und jetzt habe ich so ein Autoimmunproblem und wegen das ist jetzt angefangen und ich muss jetzt lebenslang äh, Medikament nehmen, oder? Ist abhängig sein, sonst geht es nicht weiter. Aber, ich wollte nicht die Medikament lebenslang nehmen, weil ich habe die Medikament gekannt. Das ist so hat viel Nebenwirkungen und alles. Aber, dann habe ich die Weg gefunden, mit meinem Partner. Er ist so eine Nutrition-Forscher und Professor, heißt Igor. Und dann, mit dem zusammen habe ich gearbeitet und auch meine andere Kollege, er ist so ein Medizinarzt. Äh, äh, die haben beide mir geholfen und, habe ich selber studiert früher, oder? Aber, jetzt habe ich, noch mehr tief gegangen in diesem Thema. Ähm, konnte ich meine Essen umsetzen und Supplements, was, fehlt haben, oder? Und mit Supplement angefangen. Ähm, also gemäß die Arzt oder Rheumatologist, wenn ich die Medizin anfange, erst in 6 Monaten, ich spüre ein bisschen weniger Schmerz. Aber ich habe in 6 Monaten ich war komplett schmerzfrei, oder? Und dann, die waren komplett überrascht, oder? Die Chefarzt und alles, die haben mir besucht und gesagt: „Also, das haben wir nie erlebt.“ Ich meine, Ja. jemand mit Autoimmun, alles nur mit Essen und so, das ist nicht, vor dem war wirklich komisch. Aber das habe ich geschafft und, ich habe Freude gehabt und dann habe ich das gelernt, dass es gibt so viele Menschen, die mit solcher Situation leiden, oder? Die leben mit Schmerz jeden Tag und die Lebensqualität habe ich selber gemerkt, wenn du Arzt zu Arzt geht, das ist keine Lebensqualität, oder? Wenn du jedes Woche einen Termin hat mit einem Arzt oder im Spital, nur zu finden, was du hast und wie du losen kannst und am Schluss nimmst du eine Tablette lebenslang. Nein, das geht's nicht. Und ich habe auch mit meine Blutwerte alles normal gehabt, keine, Entzündung mehr und so. Und das war alles black and white. Ich meine, das war nicht so nur in meinem Kopf, aber auch in die Blutwerte war alles wieder normal. So, dann habe ich so weiter studiert und nochmal mit noch mehrere Universities und so gegangen. Mit einer ganz Spezialist habe ich auch weitergemacht. Sie ist so ein Medical Nutritionist und dann wirklich so mit Medicine und Nutrition zusammen. Sie ist in dieser Geschäft seit 40 Jahren und dann sie hat mir weiter ausgebildet. Ich habe selber und dann ja und dann jetzt bin ich hier, zum die Leute helfen und ich bin in Praxis jetzt und ich arbeite zusammen mit meinem Partner. Er ist ein medizinischer Arzt, aber wir machen das zusammen, und ich sehe, dass die vielen Leute jetzt, auch, frei sind von seinem Problem, wenn die bei mir kommen, ja. Mhm. Ja, also das Wissen über Ernährung ist sehr kraftvoll. Und Ja, dieses Zusammen, wie das zusammenspielt, ich meine, das ist nicht ganz so einfach, das ist so komplex. Du hast mir gesagt, du hast Tausende von Büchern gelesen. Ich meine, ja, das geht ich sehr habe in die wirklich so Tiefe. vor jedes Thema habe ich nicht nur in die Studien, aber auch, äh, ich meine Magnesium zum Beispiel, oder? Der Magnesium kennt man, das ist für Muskeln und so, aber Magnesium hat 300 Funktionen in die Körper. Und ich habe auch Biochemistry studiert und mit das Magnesium bin ich wirklich tief gegangen oder noch mehr oder B12 oder
alle anderen Vitamine und so. Ich habe noch mehr alleine die 300, 400 Bücher alleine gelesen äh, vor dieser Biochemistry zum Studieren und auch vor die Vitamin selber. Das ist nicht nur okay, dass durch Muskelschmerzen nimm Magnesium und fertig. Aber Mhm. genau in welcher Form wird Magnesium in unsere Zellen und in unsere Körpergewebe funktioniert und wo das unterstützt. Das ist nicht nur Muskeln, sondern auch Herz oder auch zum Beispiel auch Zink oder B12. Das ist so das ist komplett so. Und wenn wir Schmerz haben, das ist nicht nur, wo genau dieser Punkt, wo Schmerz gibt, oder? Das ist auch, kommt von eine andere Teil von dem Körper und wir müssen genau diese Symptom folgen und losen, ja. Und ja, das hat viel Zeit gedauert, ja, das so viele Bücher gelesen für jedes Thema, zum Beispiel auch so Anxiety, Depression und so. Nicht nur das kleine Dietplan machen und fertig. Ja. Ich habe jetzt auch mit Metabolic from the Körper studiert, dass eigentlich Nutrition ist nicht nur für Abnehmen, aber es ist so viel anderes, oder? Ich meine, Mhm. äh, wenn du abgenommen hast, ist alles Problem fertig. Das ist nicht so. Ich habe auch so viele Leute in Praxis, wo schlank sind und haben immer noch Probleme. Und ja, und das braucht viel mehr Kenntnis. Ja. Ich meine, manchmal viele Ärzte fragen mir, also du nimmst keinen Bluttest und so, wie kannst du das Leute helfen? Und aber wenn das Person geheilt ist, ohne das Bluttest und so, also wenn das wirklich nötig ist, ich nehme das. Aber meistens, die reden mit mir und ich kenne, von wo das Problem kommt, weil es kommt mit so viel Kenntnis und auch die Symptome, wo ich zusammenfassen kann, oder? Das 3, 4 Sachen sind immer zusammen. Ich meine, für jemand ist das Rückschmerzen ganz ein kleines Problem, aber äh, das ist sehr wichtig für ein Problem wie eine Schulterschmerz oder so. Das ist zusammenabhängig und dann kann ich zusammenfassen, von wo das genau kommt, ja. Ja, es ist ja alleine schon komplex in der Theorie. Und dann hast du ja es gibt ja keine Einheitslösung, weil jeder Mensch hat ja wieder eine eigene biochemische Zusammensetzung. Natürlich gibt es so Grundprinzipien, nehme ich an, oder? Jeder Mensch Ja, braucht Magnesium, Zink, all diese Vitamin D ja, und B und alles. ja. Und Ja. trotzdem durch den Lebenswandel, das Alter, die hormonelle Umstellung, ich meine, wie machst du das, dass du individuell die Leute da, also ist das einfach Erfahrung oder? Das ist auch Erfahrung und auch, was ich studiert habe, oder? In die Bücher oder dann in Erfahrung, praktisch Erfahrungen. Ähm, und alles, was ich gelesen habe, dann sehe ich die Person und dann denke ich, ja gut, das ist so, das ist auch mein Passion. Ja? Das ist, ich meine, Mhm. ich Ja. arbeite nicht nur, weil ja, ich will einen Ernährungsberater sein. Nein, ich gehe ganz, ganz tief, weil warum könnte das Mensch immer noch Schmerz haben und warum kann ich nicht losen? Ich meine, das ist für mich wie ein Challenge. Das ist nicht so, ich nehme nicht so eine Patient und wenn er nicht gesund ist, schicke ich zum nächsten Arzt. Ich will wirklich ihm helfen, dass er rauskommt von seinem Problem. Mhm. Und ja, genau, das Biochemie von den Menschen sind komplett anderes. Ich meine, Person A konnte Migräne haben und Person B hat auch Migräne, aber die Trigger für die Migräne ist komplett anderes. Eine äh, Person A konnte haben wegen Dehydration oder so und die nächste Person konnte wegen Hormonal Issues haben. Es ist nicht so gleich, oder? Wir können nicht ein Brufen geben und fertig, ja. Aber Brufen Ja. ist nur für Schmerz zu sinken, aber das kommt wieder in 8 Stunden oder 9 Stunden. Und, aber wir müssen wirklich so äh, die Ursprung von Krankheit lösen. Ich meine nicht nur der Symptom. Ich meine, Symptom ist nur ein ja, Zwischenlösung, ja, aber das ist keine
ja gut, eine Tablette genommen, fertig. Nein, das geht nicht. Ja, ja, es ist die Ursache, oder? Wo ist die Ja, Ursache? Und da bist du wie ein Detektiv. Ich weiß jetzt, wie du so ein bisschen denkst und wie du das machst. Das ist wirklich spannend. Es geht wirklich um das ganzheitliche Denken. Das finde ich so faszinierend, dass du ja, ja, schaust wegen eben auch die emotionale Bindung zu Lebensmitteln, oder? Die meisten haben so ihre Essgewohnheiten ja, und ja, auch Trinkgewohnheiten. Und du schaust da wirklich die Menschen dort abzuholen, wo sie sind und zu begleiten dorthin, wo sie hinwollen und weißt ja, 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 genau, Gewohnheiten kann genau. man nicht sofort mit einem Nein, Schnitt. das ist schwierig. Ich meine, äh, Essgewohnheit ist so, man hat eine Verbindung mit Essen, oder? Ich Ja, meine, du hast vor 20 Jahren zum Beispiel Brot gegessen, du hast Brot gern. Aber wenn das Problem kommt mit dieser Brot oder Zucker oder Milch oder wir haben viele Leute, wo laktoseintolerant sind oder ähm, egal, ich meine, die sehen nicht in die Blutwerte, aber es gibt Symptome, wo kannst du finden, ja, ich meine, wenn ich sage, okay, du hast Schmerz und das leidet deinen Schlaf und das hat Problem mit deiner Lebensqualität, ähm, was ist dir besser? Ich meine, einfach weiter essen oder ein bisschen anderes probieren und schauen, ob das geht. Ich meine, wir können sagen, ja gut, ich kann nicht Frucht essen, nur das schmeckt nicht oder Salat. Aber ja, du brauchst Phytonutrients und alles, was dein Körper braucht. Der Körper funktioniert mit dieser Makronutrients und Mikronutrients, die Nährstoffe, wo wichtig sind. Äh, und es gibt keine Nährstoff vom Burger. Ja. Ich meine, mit einem Burger ist Geschmack sehr gut, aber ich meine, mit Mayonnaise kannst du nicht so weiterkommen. Ich nein, meine, das es ist gibt pur dann, Zucker und so. Und ja. das denkt man nicht, dass mit dieser Mayonnaise kann es auch das Grund sein wegen die Schmerz oder so. Ja. Ich meine, oder Schlafstörung. Das kann für jeder Mensch anderes sein. Ne? Und Mhm. dann die Patienten, wo bei mir kommen, ich sage, okay, wir probieren nur 3 Monate. Mhm. Probierst du das, dass die Essen ein bisschen umstellen? Ich nehme nicht komplett weg, aber nicht die Sache, wo stört. Ich meine, äh, zum Beispiel 30, 40% Änderung. Ich meine, ich mache nicht keinen Diätplan, okay, 9:30 Uhr, nimm 400 Gramm plus minus das und 11 Uhr das. Das funktioniert nie. Forget it. Das geht's nicht. Und ich sag's, okay, wenn du aufstehst, ist egal, ob du das um 6 Uhr aufstehst oder 7 Uhr oder 8 Uhr. Wenn du aufstehst, nimm eine, was du willst oder was er genau brauchst und dann mach weiter mit deinen Sachen. Nimm einfach die 2, 3 Sachen weg, was ich denke, das stört. Und Mhm. dann probier mit das. Und die Rest, Frucht kannst du essen oder so. Ähm, ich habe gemerkt, die Leute, wo 80% folgen, was ich berate, die kommen zurück mit 60, 70% Verbesserung. Und Ja, wenn so. das ist nicht so schlimm. Ich meine, ich habe viele Fall, oder? Die wichtig ist, dass die wirklich so vor 3 Monaten folgen, nur 3 Monate. Und wenn die in 3 Monaten machen und die schauen, dass okay, jetzt meine Körper hat keinen Schmerz und so, denn die sind selber trainiert, oder? Ich meine, die sind Mhm. nicht abhängig von einem Medikament für Blutdruck oder zum Beispiel Zuckermedizin und so. Ich weiß es nicht, warum musst du eine Zuckermedizin lebenslang nehmen? Es ist okay, wenn das ein genetisches Problem ist oder so, aber Mhm. dass du kannst Zucker nicht wegnehmen von deiner Diät und abhängig sein vom Medikament, ist schwierig. Ich meine, mag kleine Änderungen, du kannst Süßigkeit schon viel essen, aber du kannst nicht ganz Tag Schoki oder warum kommt das Craving vom Schoki? Ich meine, Ja, da die warum sagt Ursache, dein oder? Körper, jetzt brauche ich Schoki, so viel, oder? Mhm. Ich habe ja auch Patienten, die sagen, ja, aber ich brauche ganz Tag Schoki. Aber ich erzähle diesem Mensch, ich meine, der Körper gibt nur Signal, oder? Mhm. Dass du Schoki brauchst, ist kein Signal. Ich meine, Schoki gibt dir Dopamin und dann bist du happy. Du musst einfach anstatt Schoki ein Äpfel essen. Das gibt auch süßes Gefühl und das ist erledigt. Wechsel, probier das zum Wechseln. Ich meine, Mhm. Flüssigkeit ist immer noch okay. Probier mit Äpfel oder
glauben, das ist Trainingphase, oder? Für die Patienten. Äh, ich meine, manchmal, die verstehen das und die machen das. Wenn die retour kommen in 2 Monaten mit keinem Fortschritt, dann sehe ich, warum ist das passiert? Und dann habe ich gemerkt, ja gut, dieser Mensch hat gar nicht geändert. Und du Ja, kannst nicht eben. nur mit Supplements einfach weitergehen und denkst du, ja, das ist gut. Und die Ja, ja. schlechten Sachen kannst du immer noch weiternehmen. Das geht's nicht. Ich meine, das funktioniert zusammen. Oder? Das Mhm. Essen und Supplements ist ein Teamwork. Und Ja, und das ist so ohne ein einer geht's nicht. Irrglaube, oder? So ein Ja, ja, Irrglaube, dass man meint, man kann einfach so ein bisschen noch das und dann diese Pillen nehmen und dann geht's dann schon. Man kann einfach so weitermachen, aber das funktioniert nicht so. ja, ja, das ist Im nicht so. Und das ist auch schwierig. Organismus, man stört ja wieder rein, oder? Ja, ja. Und, ja, es gibt einen Grund, warum, wir Probleme haben im Körper, ja. Ich meine, es ist nicht einfach gekommen und du kannst nicht abhängig sein für dein ganzes Leben, mit diesem Problem. Du musst ein gutes Qualitätsleben haben. Und, ich habe so viele Patienten, die auch 70 plus und 80 plus sind. Wenn die etwas geändert haben, die haben jetzt viel besseres Lebensqualität. So, das ist nicht, dass, ja, wenn wir Alter sind, das ist wegen die Alter und muss man 20 Medikamente nehmen, wo 30 Nebenwirkungen geben. Das geht's Mhm. nicht. Ich meine, du musst wirklich kleine Sachen ändern. Du hast dein Leben genießt, alles Burger gegessen und so, jetzt ist gut zum Reinigen. Ne? Unser Körper ist intelligent. Ja? Das, die alt Mhm. vergisst er. Wenn du neu wieder gut gibst, dann ist er wieder happy. Ja, das ist das Schöne, oder? Er vergibt. Der Körper kann vieles vergeben, was wir ihm Genau, ja, ja. Er nimmt nicht in den Kopf und sagt, nein, du hast mir so viel schlecht gegeben, Ja, jetzt bist du genau. krank. Nein, nein, er reinigt alles und dann kommt er wieder wie neu. Ja, aber es ist ja schon spannend, gerade mit diesem Laktoseintoleranz. Ja, ja, ja. Je älter wir werden, je weniger vertragen wir die Milch, oder? Kuhmilch und so. Ist das Ähm, die Kuhmilch ist für die Kuh. Ja. eben, das ist es, Das oder? ist Es ist nicht ja für nicht die für uns Menschen. Ich gemacht. meine, es gibt, es ist nicht für uns gemacht. Ich meine, äh, wenn wir geboren sind, die Muttermilch ist wichtig für die Baby, aber später, es gibt kein scientific evidence, dass du Milch brauchst eigentlich, oder? Mhm. Äh, Joghurt in fermented Form ist das okay. Aber ich denke, pur Milch zum Trinken und denkst du, ja gut, das kann unser Körper vertragen, das weiß ich nicht. Ich meine, der Körper ist nicht bereit für das. I mean, äh, die Kühlmilch oder Goat Milk, das ist wirklich für dem gemacht. Und Mhm. nein, das ist falsch. Und wenn du nimmst in die Körper die falsche Sachen, eigentlich für die Körper ist das fremde Ding, oder? Ich meine, äh, und der reagiert. Ich meine, für viele Menschen, die sehen das, wenn die das wegnehmen, das kommt gut. Ich meine, okay, in kleine Menge, das geht immer noch okay, aber wenn du viel nimmst, dann das geht's nicht. Die Körper kann nicht tragen. Ja, und auch in Kombination mit Kaffee Ja, vertragen das ja, viele gar nicht, oder? Das ist wieder diese Biochemie, wo irgendwie 2 Komponenten zusammenkommen, die einfach ja, die nicht gut tun Kaffee oder mehr gut zu tun, tun mit, Koffein. das es gibt eine scientific study, dass in Kaffee ist viel Mycotoxins und das Mycotoxins ist, äh, es ist schwierig, wie das produziert ist, hergestellt ist, konnte sein. Und wenn du 6, 7 Kaffee nimmst, ich meine, das ist auch der Grund für Dehydration für den Körper, das Kaffee. Aber okay, das gibt dir eine Energie oder so, das ist aber temporär, oder? Aber du Mhm, kannst auch das kriegen vom Grüntee, das ist gesundes und das hilft, oder? Du kannst 50-50 machen. Ein paar Tasse Kaffee bringt kein Problem. Aber mhm. die Leute, die abhängig sind vom Kaffee, meistens haben ein Problem mit Brain Fog oder mit Stress, weil das macht Dehydration, die trinken sowieso weniger und die Körper hat weniger Wasser, zum Beispiel Körpergewebe auch hat weniger Wasser, was die wirklich brauchen. Unser Körper hat 60, 65% Wasser und ja, obwohl wir trinken, aber der Kaffee nimmt das weg. Ich meine, das ist Mhm. Dehydration Grund. Also das ist immer so technische Sachen, Ja, aber
Ja, es ist nicht so einfach. Ich meine, Kaffee ist okay, ist ein Grund und diese Person, wo Kaffee nimmt, nimmt auch so ein paar, Fizzy Drinks, ja, zum Beispiel Cola oder dann ist noch schlimmer, ja. Denn Kaffee ist Ja, auch das ist Zucker. ja, oder diese Energy Drinks, da fangen wir gar nicht erst an, das ist Ja, furchtbar, das müssen wir was gar das nicht macht. anfangen, weil ich denke, jetzt am Moment kennt jeder das Energy Drinks nicht gut, aber die trinken Ja, trotzdem. Es gibt so viele Alternativen für das. Ich meine, wenn du keine Energie hast, es gibt so, das ist ein Mangel von Vitamin. Ich meine, du kannst mhm, eine Banane essen. Die Banane gibt auch Energie und dann gibt es auch Vitamin und die anderen Nährstoffe, was du brauchst. Nimm so eine Banane, das ist okay. Die denken, ja, die Banane hat viel Zucker. Ja, gut. Was ist mit Energiedrinks? Das ist kein Zucker. eben. Ja, und was ich auch gemerkt habe bei mir, was noch spannend ist, dass anstatt ein Kaffee nehme ich ab und zu dann einen Tee. Ja, das ist Also, gut. weißt du, ich wechsle, dann nehme ich lieber mehr Tee, weil es geht mir nur ums Trinken. Wenn ich die Ja, ja, Tasse ja. dort habe, den trinke ich. Ob es jetzt Kaffee oder Tee ist, spielt mir keine Rolle Genau, das während ist wie dem Gewohnheit, Arbeiten. oder? Ich Es ist nur meine, eine Gewohnheit. ja, ja. Und Den Knopf irgendwann, drücken. ja, du musst einfach anfangen irgendwo, oder? Ich Ja. meine, das ist die Geschmackssache, oder? Okay, der Mhm. Tee, die Effekt vom Kaffee ist ja, ist ein bisschen so an dieser Punkt. Mit Koffein hast du so ein bisschen, ich meine, Wake-up-Call oder so. Aber auch, das kriegst du genau gleich auch mit Grüntee. Ja? Das ist, Eben. Mhm. und das Grüntee ist, hat viel Vorteile. Ich meine, so eine Tasse Grüntee ist gut für unsere Körper. Ja, und das ist so einfach. Hast du eine Erfolgsgeschichte? Also, Ähm, Ich habe eigentlich viele Sportgeschichten, aber ich komme mit ein paar wichtige, wo ich gehabt habe in den letzten, ja, seit Jahren, oder? Aber es gibt eine Patientin, das ist vor mir letzte Woche gekommen und sie ist 78 Jahre alt und und sie hat so ein bisschen, gekommen mit Beinschmerzen. Ne? Aber sie ist wirklich fit. Überall im Kopf ist sie super fit. Und sie sieht wie eine 60-jährige Frau. Das ist wahnsinnig. Ich meine, wie das sie aussieht. Und vor sie hat alles korrekt gemacht und niemand konnte das finden, wo das Beinschmerzen kommt. Und sie läuft ein bisschen schwieriger. Sie hat so viele MRI gemacht, so viele Arzt und auch ähm, Medikament genommen, aber sie konnte nicht freikommen von diesem Problem seit 3 Jahren, oder? mhm, Und, aber sie war wirklich fokussiert, sie wollte etwas machen und korrekt machen. mhm, Ich habe sie gesagt, okay, wo ist der Fehler von seinem Essen und wo fehlt die Nährstoff und alle solche Probleme, oder? Ähm, Sie hat gesagt, okay, ich mache korrekt. Ich habe gesagt, look, du musst das wegnehmen von deinem Essen und das muss bringen. Wegnehmen muss nicht 100% sein, du kannst auch ab und zu essen, das ist okay. Aber sie hat gesagt, nein, sie macht 100%, weil sie will wirklich freikommen von diesem Problem. aha, Und ja, sie ist gekommen in 4, 5 Monaten circa, dritte Mal. Und sie ist wirklich komplett jetzt weg von dieser Schmerz. Und sie hat so Freude gehabt und ich habe auch Freude gehabt, weil ich habe gesehen, sie war so, das ist wie eine große Stress weg von seinem Kopf. mhm, Das hat mir auch sehr Freude. Und dann gibt es eine andere Patientin, sie hat so seit Geburt ein Migränenproblem gehabt und sie war so vor 50 Arzt und so. Ich meine, überall äh, nicht geholfen. Sie war wirklich, wenn Migräne kommt, sie nimmt ein ganz starkes Tablett, sonst gibt es nichts anderes, wo sie hilft. mhm, Aber ich habe gesehen, von wo das kommt. Zum Beispiel, vor sie war der Grund eine Laktoseproblem. Zum Beispiel, äh, vor dieser Patientin war die Problem wegen Laktose. Das ist aber nicht gleich für jeder Patient. Und sie hat das stoppt und sie hat auch ein paar Vitaminmangel gehabt. Das habe ich korrigiert. Und dann habe ich gesehen, seit 5 Jahren nimmt sie keine Migränemedikament mehr. Sie hat bevor sie bei mir war, sie hat, ja, ich denke, in einem Monat mindestens 4 bis 5 Mal ganz starke Medikamente genommen oder noch mehr.
Mhm. aber oder vielleicht in einer Woche ein mindestens, oder? Aber jetzt ist die medikamentfrei und dann, auch eine Geschäftsmann, wo mit Schlafproblem gekommen ist und, ja, er konnte nur 2 Stunden schlafen, oder? Aber, und das ist schlimm, ich Ja. meine, er hat 2, 3 Geschäfte und eine Start-up, wo wirklich gut läuft. Und ich habe gesehen, wenn er gekommen ist, wirklich viel Stress und so. Aber, aber jetzt, seit 4 Monate, er kann wieder gut schlafen und sogar 8 Stunden ohne Problem, oder? In ein Stück. Und Mhm. das hat mir Freude, weil er ist wirklich so happy und er sagt: „Look“, und er hat auch ein Bauchproblem gehabt irgendwo, das ist auch weg und ja, das gibt so viel mehr, aber, und es ist noch eins, das ist sehr interessant. Ich meine, es war eine 86-jährige Frau. Ich meine, wirklich so Oldtimer, oder? Aber sie konnte die Arm nicht mehr bewegen, mehr als das. Ich meine, wirklich so frozen, oder? Ja, Und, frozen. sie hat gesagt: „Look, ich kann nicht schlafen. Wenn ich schlafe, beide Arme, die tut weh, wirklich. Und, ich will wirklich so besser schlafen. Ich denke nicht, dass weggeht. Ich nehme Medikament, geht's nicht weg und so.“ Wir haben etwas geändert und sie war offen für das, wie du gesagt hast, oder? Wie die Leute, mit die Essen so verbündet haben. Aber ich habe gesagt: „Look, du willst besser Qualitätsleben, du musst deine Essen ändern. Sonst Ja. geht's nicht.“ Ich habe nicht alles geändert, aber, so kleine Dinge, wo das stört, oder, für sie. Ich habe Mhm. das gemerkt, was sie falsch isst, Und dann ist sie gekommen in 3 Monaten und sie hat erst gesagt: „Look, ich kann wieder Ja, meine Hand bewegen.“ Und das war so wirklich, gut. und das war sehr gut. Sie war nicht Ja. 100% okay. Ich bin keine Magician, aber, sie war sehr, sehr happy, oder? Das ist seit 3 4 Jahren hat sie Probleme gehabt und jetzt ist sie wieder gut, Das, hat mir auch Freude, weil, die leiden, die ältere Leute und leider manchmal, die sagen: „Okay, du bist alt und das ist fertig.“ Und nimmt man dem nicht seriös, aber die haben Problem, denn darum die kommen zu die Arzt oder so, oder? Mhm. Das ist nicht in Imagination, oder? Das Mhm. ist wirklich ein Problem, dass die kommen. Und, und ich finde nicht gut, dass die, ja, die denken: „Ja, ich bin alt, jetzt muss ich mit dem leben.“ Nein, du musst nicht leben. Du musst Ja. wirklich so, bessere Qualität vom Leben haben, oder? Ja, und wer will nicht eine bessere Lebensqualität, oder? Jeder will, oder? Ich meine, Und das ist wenn wir so, gutes Lebensqualität haben, dann sind wir auch happy, ja? ja sicher. Ja, Oder? und das ist, je schneller man auf die Zeichen des Körpers achtet und richtig reagieren kann, Ja, ja, auf ja. dann, gewöhnt man sich nicht an, die Arme nur bis hier zu gewöhnen, Ja, ja, oder zu ja. nehmen, Ich sondern, meine, das ist nur ein man Beispiel, weiß, aber es ja, geht. du musst so überall, oder? Ja, ja. Ja, es ist wirklich so ein Konstrukt, oder? Diese Erfahrungen, die bleiben nicht einfach gehen nicht einfach weg. Das ist im Nein, Hirn, nein, das ist im die bleiben. System. Ich meine, äh, wenn du vom die Schmerz wegkommst, das ist wirklich weg forever. Ich meine, äh, Mhm. und dann weißt du auch genau, oder? Die lernen auch selber, dass, Ja, die Äh, Ursachen. vor was Grund habe ich das gehabt? Ich meine, Mhm. die finden selber diesen Grund und die brauchen nicht mehr, oder? Die erst die nehmen die Medikamente weg und dann zweitens, die sind auch happy. Ja, okay, jetzt kann ich mehr, das ist das Grund. Mit dieser Essen oder dieser Vitaminmangel habe ich das Problem gehabt. Jetzt habe ich das und jetzt habe ich auch gemerkt, mit das hilft mir und die lernen selber und die haben bessere Qualität, die haben wieder das Lachen zurück in sein Mhm. Leben, die schlafen besser. Ja, Und und wieder das ist, was Lust wir zu brauchen, oder? bewegen, oder? Ja, Auch Lust du kannst wieder bis 100 leben, aber ja. wenn du lebst mit Schmerz, das ist keine Lebensqualität, oder? Das ist das Nein, nein, und durchschnittliche. eben, das Ja, hindert wirklich, es hindert die Bewegung, es hindert einen im sozialen Verhalten. Es ist wirklich, es ist weitreichend und ich finde es super, gibt es immer mehr solche Menschen wie du bist, dass ja, das frühzeitig, dass man frühzeitig weiß, okay, wenn ich das ändere, ja, das ja, ja, ist der ja. Störfaktor, das muss ich verändern und dann hat man wieder Lebensqualität und kann sich wieder des Lebens freuen. Es ist Genau, nicht ja. unmöglich und das finde ich so schön. Du hast auch erwähnt, dass die Umgebung, eine Ja, ja. gesündere Umgebung so wichtig ist für neue, gesündere Ja, Entscheidungen.
Wie Die meinst du es genau? Umgebung ist sehr wichtig, weil wenn wir in Umgebung sind, zum Beispiel äh, Umgebung oder die Kollegen zum Beispiel, wo rauchen. Mhm. Äh, ich habe angefangen rauchen zum Beispiel, weil ein paar Kollegen von mir, die haben geraucht und das kommt automatisch. Aber ich habe dann aufgehört, wenn irgendwann, weil das hat stört. Aber das hat mit mir geblieben für die nächsten 10, 15 Jahre. Ähm, auch die andere Problem ist, wenn du wohnst in einer Situation, wo viel Lärm ist und so und du denkst nur von das, du brauchst ein bisschen Zeit, dass du rauskommst in die Grüne oder mit wo viel Wasser ist und so, dass du kannst den Kopf clear runter machen und dann in Natur einen Platz finden. Ähm, und das ist Mhm. sehr wichtig. Manchmal, die sagen, ja, ich bin in der Stadt und das gibt so viele Menschen und so, aber in jeder Stadt gibt es einen Park. Und du musst wirklich bewegen, in die Park rauszugehen, deine Ort finden, wo du kannst runterkommen ja, oder auch zu Hause. Ich meine, du bist meistens Zeit zu Hause. Mach ein kleines Zimmer, wo du fühlst, ja gut, das hier fühle ich mich wohl, oder? Du musst nicht immer rausgehen und so. Das ist Mhm. so, äh, du musst wirklich in dieser Wohnung oder im Haus deine Wohlzimmer haben, das so, es konnte sein, ja, mit Musik oder mit egal was. Ich meine, ein Zimmer, wo wirklich du kannst so switch down oder Yoga-Zimmer Mhm. oder egal was. Ich meine, Umgebung ist sehr wichtig und ja. Ja, und ich meine auch in den Unternehmen, oder? Die haben ja ihre Mensa und ihre Essens, also wo sie Essen verkaufen. Und ich meine, da kann man natürlich auch etwas aktiv, proaktiv den Mitarbeitern Alternativen anbieten, oder? Ähm, in in die Arbeit ist sehr wichtig, weil heutiger Tag wir sehen viel, dass so viele Fälle von Burnout und Stressfalle ähm, und dafür brauchen wir noch mehr die gesunde Sachen, oder? Ich Mhm. bin mit vielen Geschäftsleute verbindet und dann ich gehe in die Kantine und sehe ich immer noch, ja, ähm, die Essen ist gut, okay, die Kantinen, die machen gut, aber wo ist das gesundes Teil? Ich meine, die müssen dann, okay, die Leute werden nicht ändern sofort, oder? Aber mach kein Section für zum Beispiel Health Section, oder? Ja. Investiert dort, weil ähm, wenn jemand krank ist in Arbeit, das verliert auch Arbeit, die Firma verliert auch Zeit, wenn die krank sind zu Hause oder können nicht so arbeiten in der Stärke. Ja? Gibt dem so gesundes Essen oder gutes Green Juice zum Beispiel anstatt ein Cola. Gibt eine Option, oder? Ja, weil die Leute zu Hause kann nicht machen. Ich meine, am Morgen, wenn du aufstehst, du hast keine Zeit. Du musst wirklich losgehen, oder? Ich meine, Mhm. am 8 Uhr im Büro oder halb 8 im Büro, dann hast du keine Zeit für extra 20 Minuten mit deinem Saft machen, das gesund ist oder ein paar Äpfel schneiden. Also mach ein Schlank in deine Büro anstatt Cookies oder Schoki, oder? Ich meine, gibt es eine Option für Frucht oder verschiedene Sachen, wo wirklich so die Produktivität von dem Mensch besser machen kann. Und das ist auch gut für die Mitarbeiter drin, weil der Stress kommt nicht alleine wie sagt man so, äh, die Arbeit selber. Das ist so auch from die falsches Essen. Zum Beispiel, es gibt einen Mythos, das ist ein Apfel. Das Apfel Mhm. ist gesund, wir wissen das. Äh, aber wie viele Leute wissen das, dass die Äpfel hat nicht viel, nicht die gleichen Nährstoffe wie vor 20 Jahren. Das ist überall geschrieben. Das hat 48% weniger Vitamin C als vor 30, 40 Jahren oder so. Und das ist in National Geographic geschrieben, das ist scientific. Das ist wegen viele Faktoren und, und auch
darum braucht man auch Supplements drin, dass du kann alleine mit Essen schaffen. Das geht's auch nicht. Ich meine, darum, die Firmen müssen wissen, dass es ist nicht nur das Food, das ist auch, was die extra Ernährung, was die Leute heute brauchen, das kannst das Stress und so weiter runterbringen. Ja, ja, genau, das ist noch spannend wegen dem Umfeld. Ich war ja in den Ferien in Irland und Hm. die haben überall Matcha-Tee. Überall. Matcha mit Ja, Hafermilch, sogar okay. an den Automaten. Und Oh, ich okay. habe nur Matcha-Tee getrunken, die ganze Okay. Zeit. Ab und zu selten einen Kaffee, aber ich habe mich wirklich an dich erinnert und gedacht, jetzt kann ich da wirklich meine Gewohnheit anfangen zu ändern. Aber zu Hause sollte ich jetzt das weiterführen und das ist nicht ganz so einfach, weil bei uns hat es nicht so viele Matcha, da muss man schon selber. Das muss man selber. Und das ist, ja, es ist nicht so einfach zu Hause. Oder? Wir haben so viel zu tun am Moment und dann noch eine Matcha machen, das ist schwierig, oder? Dann sagt man, okay, lieber einen Knopf drücken in Kaffeemaschine und das ist Kaffee fertig, oder? Dann muss man, Eben. und Aber das kriegt man überall. Das Umfeld bestimmt auch ein bisschen unsere Wahl. Also das ist tatsächlich so. Und darum, die Firmen müssen auch etwas helfen, dass die können die Leute Wahl geben. Und darum wollte ich auch die Firmen trainieren. Was ist die Wichtigkeit für gesundes Essen oder gesundes? Und ja, die Firma, die geben so eine Luxus-Weihnachtsgeschenk oder so etwas. Schenkt das eine Woche Resort für die Mitarbeiter. Mhm. Er wird die Körper wird Danke sagen vor ihm und dann kann die Firma helfen, eine Produktivität weitermachen. Oder? Zum Beispiel, äh, das konnte Ernährung sein, das konnte eine Yoga-Session sein, das konnte eine Bewegung sein, was du magst. Es viel mehr. Ich meine, das ist ein Sache, wo wie viele Leute bewegen wenn die zu Hause kommen, oder? Du brauchst 10.000 Schritte oder so pro Tag. Wie viel Mensch kann das machen? Ich meine, äh, es ist sehr schwierig in heutigen Tag mit was wir haben und alles. Ähm, die Firmen müssen mitmachen und das ist so competitive, die Welt heute und ein gesundes Mitarbeiter zu haben, ist sehr, sehr wichtig, oder? Es ist nicht nur Ja, in Körper, auch in unsere Brain. Ich meine, der braucht auch eine bestimmte Nährstoff. Ich meine, ohne das funktioniert nicht. Ich meine, wenn du willst, wirklich produktiv arbeiten oder mit Stress runterkommen in Arbeit und so, die brauchen eine bestimmte Nährstoff und dort musst du Supplements nehmen oder eine richtiges und ein bisschen kann die Firma auch unterstützen und auch die Mitarbeiter können das, wenn die eine Expert haben, er kann auch sagen, okay, das ist was du brauchst, oder? Ich meine, das ist nicht das, okay, ich habe nur Arbeitsstress, aber das musst du losen, es geht nicht. ja, ja. Ja, Es ist ja schon vieles unterwegs, weißt du, so ein Mindset-Shift in ja, den ja, Organisationen, das habe ich auch schon gesehen. Die haben grünere Bereiche, die ja, ja. haben die Möglichkeit, über Mittag Sport zu machen, die haben Massagen. Also die schauen zu ihren Leuten, das ist schon gut, aber das Problem oft ist auch, dass die Leute gar nicht Zeit haben, Genau, ja, dieses ja. Angebot zu nutzen, weil sie am Arbeiten sind wie verrückt. Und dann lohnt es sich nicht, solche Angebote zu haben, dann werden die Angebote wieder abgebaut, weil es nutzt ja niemand. Aber das Ja, ja. Problem ist nicht gelöst. Es ist so ein Ja, bisschen ein Dilemma. darum ist das auch wichtig, dass, ich meine, wir wissen alle, oder, dass, gut, dass wir müssen gutes essen, wir müssen nicht falsches essen. Äh, mit den Firmen ist schwer, ich denke, die Firmen brauchen jetzt wirklich In-house Mentorship-Programm. Ich meine, Mhm. äh, du musst jemand in einem jedes zweite Monat oder dritte Monat haben, dass der schaut, wo das Problem kommt und der inspiriert. Ich meine, ja, du weißt vielleicht auch, okay, jetzt habe ich das Problem, aber das ist vielleicht nicht wegen der Wetter oder so, weil ich müde bin und so. Aber lass das eine Person dir erklären, von wo das Mhm. Problem kommt, oder? Und es braucht nicht viel Zeit. Ich meine,
manchmal die Leute sind bereit zum Zahlen, aber die brauchen nur dieser Mensch, wo regelmäßig dem sagt, okay, look, jetzt ist alles gut. Vielleicht brauchst du kleine Änderungen hier und dann geht das wieder gut. Und Mhm. eine Mentor, wo wirklich so ihm hilft, oder mit dieser Mhm. Sachen. Und wenn du jemand hast, wo dir erklärt, gut, vielleicht wenn du ein bisschen mehr bewegst oder vielleicht wenn du ein bisschen mehr Nährstoff nimmst äh, oder zum Beispiel Falsches gegessen hat, äh, probier das vor 2, 3 Monaten und das ändert. Und dann probiert er und dann geht es wieder gut. Und Mhm. ein Expert oder ein Mentor sagt, es muss Firma bringen in dein Team, oder? Man Das muss ändert eine erst Person etwas, sein wie wenn ein man Team, weiß, oder? was, oder? Wenn Ja, man ja, weiß und versteht, wieso man etwas ändern sollte ja, und ja. es Sinn macht, dann ändert man erst. I mean, Viele. warum hast du du hast ganzes Team, du hast Mhm. eine CEO, CFO, jeder, wo bestimmte Ziel hat in seiner Arbeit, oder? Aber warum nicht jemand, wo kann dir auch helfen mit Stress? Gib mir eine Firma, du hast so viele Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, gib mir einen Mensch, wo 8 Stunden pro Tag schafft, jeden Tag, auch mit super Job und keinen Stress hat. Mhm. Hat jemand, wo reklamiert, oh, ich bin froh, ich bin jedes Mal happy. Er kommt immer mit kleinem Stress und vielleicht wegen Verkehr oder vielleicht wegen andere Dinge, aber das ist nicht so, das kommt nicht wegen Arbeit. Das kommt von auch äh, viele Sachen vom Essen und wenig Laufen oder wenig Bewegungen. Viel, wo falsch ist. Ich meine, bring ein Teamwork auch wegen in deine, wie gesagt, Umgebung, oder? Bring einen Mhm. Mentor, vor die Menschen zu helfen, dass die können fit bleiben. Das braucht nicht viel, aber nur vielleicht eine Woche in ein Jahr. Fertig. Ich meine, dieser Mensch kommt jedes zweite Monat, vielleicht einmal am Tag. Und jemand, wo Hilfe braucht, kommt zu ihm, er erklärt ein bisschen und that's it, finished. Ich meine, das ist wie Ja. eine Update, oder? Das brauchen wir. Der Computer braucht auch Updates, oder? Ja, Wir ja, und die vergessen das Erinnerung. manchmal. Ne? Ja, ja, so die Erinnerungshilfe auch. Es ist wichtig, wie es deinem Körper geht. Wenn es Ja, deinem Körper gut geht, dann meldet er auch kein Stresslevel, das nicht zum Aushalten ist, genau, ja, sondern ja. dann kann er besser den Stress Das regulieren, oder? Balance Wenn ist der wichtig, oder? Körper Das Balance. unterirdisch in einem Mangel ist, dann ist er gestresst und dann Ja, ja, es ist ist so, ja, ja, alles genau. stressig, oder? Also es Ja, ist ja logisch. Und das weiß man auch, aber das Umsetzen, das ist wirklich die das ist nicht Krux. so einfach, ja. Ja, ja. Ja, Lass uns noch zu den Sportlern kommen. Die Leistungssportler, das ist ja eine eigene Klientel, die ja, ja ja. besonders viel auch braucht, oder? Der Körper eines Leistungssportlers, der braucht ja wirklich eine andere Ernährung, Zusammensetzung als ein Ich glaube, Bewegungsmensch. das ist interessant, weil ich habe viele Menschen, die kommen zu mir und die sagen, look, ich mache regelmäßig Sport Mhm, und auch in Medium-Profi-Level oder Profi, die haben eigene Trainers, oder? Aber mhm, auch die Medium-Profis oder die Leute, wo wirklich viel Sport machen pro Tag, die kommen zu mir und die sagen, ich bin wirklich so sportlich immer so aktiv und so, aber warum bin ich denn nicht so gut? Ich meine, warum habe ich Stress und warum habe ich immer noch Probleme mit Schlaf oder egal was, oder? Jeder hat ein anderes Problem. Und dann gehe ich durch und sage ich, okay, was nimmst du denn vor Essen? Und dann sagen sie, ja, jeder Sportler weiß, dass Protein ist wichtig. Die nehmen immer so mhm, Zusatzprotein auch vom Essen. Und die passen ein bisschen gut auf vom Essen. Die wissen schon, was die Sportler braucht für Essen. Aber was die vergessen ist, wenn du Sport machst, du brauchst auch viele Mineral, was du verlierst mhm, in deinem Sport, oder? In dieser ein Jahr, 1 Stunde Training oder 1,5 Stunden Training, du verlierst viel Mineral vom Körper. Und wenn du das nicht wieder nimmst, dann ist das ein Mangel in die Körper. Und zum Beispiel Magnesium, Zink oder Selenium oder viele andere Sachen oder die kleine Menge. Aber wenn das nicht retourkommen in die Körper, dann gibt es einen Mangel.
für unsere Zellen oder für die Körpergewebe, die brauchen das Mineral zum Funktionieren. Du hast Mhm. den Durst, oder? Du hast gemerkt, wenn du Sport machst, du hast immer Durst, oder? Aber das Durst ist nicht nur gelöst vom Wasser. Wasser ist okay, aber der Durst kommt, weil der Körper braucht Mineral, nicht nur Wasser. Mhm. Und wenn du das Mineral nicht wieder gibst, dann in ein Jahr oder 2 Jahren oder 3 Jahren findest du immer ein Problem mit den Sportlern, die sind noch mehr müde als vorher oder die ein gutes Körper vielleicht und Muskeln, aber auch für Muskelaufbau. Ich meine, äh, das ist nicht nur, du musst unbedingt die korrekte Menge nehmen, oder? Zum Beispiel, wenn du äh, Sport machst, du brauchst noch mehr Protein als ein Normalmensch. Ich meine, Mhm. für einen Normalmensch ist für 1 Kilo 1 Gramm ist genug. Aber für die Sportler ist 2,5 du musst nehmen. Und ja, wenn du keine Personal Trainer hast, du musst das, vielleicht weißt das nicht. Und anstatt Mhm. Muskel bauen, dann verlierst du die Muskeln und so. Ja, ja. Also Isostar ist gut. Ich sage nicht. Isostar ist ein Ready-Made Drink. Alle diese Ready-Made Drinks, ja, die haben auch Zucker, ja? Aber du musst Eben. wirklich ein gutes Elektrolyt finden, wo eine gute Qualität hat und du merkst sofort. Ich meine, Mhm. ich habe die Sportler, die nehmen ich gebe dir ein Beispiel, wenn wenn ich spüre, dieser Elektrolyt in die Glas, die trinken in 15 Minuten, die sind andere Menschen. Ich meine, Mhm. auch wenn die kleine Menge ist, weil das heißt, wenn die so schnell rauskommen von dem Problem oder Müdigkeit, der Körper ist leer, der hat kein Mineral mehr. Und das ist, vielleicht hast du auch viel gelesen in den letzten 2, 3 Jahren oder 4 Jahren. Ähm, Viele Leute während dem Sport sind gestorben, auch junge Leute und so. Mhm. Das heißt nicht, das ist nichts zu tun mit anderes Problem, aber nur, dass die viel Sport machen und die Mineralien kommen nicht zurück in die Körper. Und das Mhm. ist so, so, so wichtig, weil wenn die Mineralien nicht retour kommen, dann der Körper hat Mangel von Magnesium oder Zink. Und das ist wirklich, ohne Magnesium hast du wirklich, das Herz kann nicht mehr funktionieren. Das ist normal, oder? Und das irgendwo, wenn die Magnesium ist so tief, und das ist oft so, wenn du viel Sport machst und nicht viel Magnesium retour bringt, äh, du siehst, dass die Menschen, die sterben in dieser Fußballfeld oder in Fitnesstraining oder so. Ähm, aber das konnte auch andere Grund sein. Aber meistens ist das so Mineralloss, wo langsam aufbaut und irgendwann ist das so leer, dass das geht nicht mehr weiter, oder? Also das ist erstaunlich. Magnesium ist wichtig fürs Herz, hast du Auch, ja, ja, gesagt. das ist sehr wichtig, ja, ja. Und Ich kann das meine, auch du im kannst, Alter das Problem sein, dass wir einen Magnesiummangel entwickeln und das deshalb Herzprobleme bekommen? Oder eher auch, nicht? auch wenn du jung bist. Ja, ja, also, aber ich denke, weißt du, wenn du jetzt kein Spitzensportler bist. Auch wenn du nicht Spitzensportler bist, brauchst du Magnesium. Das ist wichtig, Ja. weil äh, Magnesium hat viel Funktion im Körper, nicht nur eins, aber äh, ich meine, Magnesium ist Cofactor für 300 Enzyme im Körper. Und das ist wirklich viel Biochemie drin. Ich meine, nicht nur Herz, aber auch deine Muskel, deine Mut, deine Stimmung, das ist viel, viel, viel mehr. Und auch dein Schlaf zum Beispiel, oder? Mhm. Aber es gibt ein Problem. Ich meine, äh, ja, die Leute denken, ja, ich habe Magnesiummangel, dann gehe ich und kaufe ich Magnesium. Die gehen in Aldi oder Migros und die kaufen ein Magnesium. Aber das ist nicht so tun mit Aldi oder Migros. Das ist okay, das ist günstig und das ist alles gut. Aber es gibt 20 verschiedene Magnesium, oder? Und wenn du ein falsches Magnesium nimmst, zum Beispiel Magnesiumoxid, die Körper kann nicht so einfach nehmen. Ich meine, es gibt eine Funktion und Magnesiumoxid ist meistens billig und das denkt man, ja, das ist Magnesium geschrieben, fertig. Aber wenn du zum Beispiel 500 Milligramm Magnesiumoxid nimmst, der Körper nimmt nur 30, 40 Milligramm. So, wenn dein Körper braucht 500 und kriegt nur 30, 40, das ist immer noch okay, aber das funktioniert nicht in tolles Phase, oder? Und Mhm. manchmal, ähm,
Es gibt so eine Citrat oder es gibt so viel verschiedene Magnesium. Und auch wie das gemacht ist. Ist das Synthetik gemacht oder ist das eine wirklich so vom Essen gemacht? Es kommt darauf an, von welchen Supplements du kriegst. Mhm. Also, from the Körper, ich gebe jetzt ein Beispiel. Wenn du ein Eier nimmst, ja, Eier nimmst du, eine Eier kriegst du, das Eier gibt die Körper Protein, Fett, B-Vitamin, K2 und alles, ja, es ist viel. Aber äh, das ist, was die Körper weiß. Aber wenn die Supplement vom Essen gemacht ist, der kriegt alles. Und Mhm. dann die Körper weiß, okay, das ist ein gutes Supplement, dann nehme ich alles viel und der Rest ist raus, oder? Aber wenn du chemisch machst, das chemisch Supplements, das ist viel, weil das ist günstig zu produzieren und ja, die Körper kriegt nur zum Beispiel B12 chemisch gemacht, oder? Das ist Mhm. Cyanocobalamin, das ist meistens chemisch. Aber für den Körper ist eine fremde Sache, weil vor ihm ist das keine Essen. Er weiß das, weil das ist chemisch. Es Ja. schadet gar nicht. Die chemische Supplement ist auch gut. Es schadet nicht, aber Körper nimmt nicht alles. Vor ihm ist das fremde Ding, oder? Und er nimmt das B12 in die Körper, aber er benutzt ein bisschen und der Rest ist raus. So, das heißt, wenn du vielleicht 4 von der 5 Milligramm B12 nimmst, die Körper benutzt vielleicht 0,2 und der Rest ist raus. So, das Körper hat nicht so viel Vorteil von das. Und B12 ist so wichtig für den Körper zum Beispiel. Es ist für Energie und viel, viel mehr Biochemistry. Äh, aber viele Menschen, die können das Cyanocobalamin gar nicht tragen. Ich meine, in die Blutwerte ist das B12 hoch, aber der Körper benutzt nicht mehr. Er ist Mhm. trotzdem müde. Es ist so, weil die Leute, wo Methylation-Problem haben, die können gar nicht das andere Version von B12 nehmen. Zum Beispiel, das ist Cyanocobalamin. Der Cobalamin ist die chemische Name für B12. Die brauchen so Methylcobalamin-Version. So, der Methylcobalamin ist, was die Körper braucht. Und das kann man vom Bluttest finden, ob warum ist das so, dass er B12-Mangel hat. Er nimmt der B12 und jetzt ist B12 in die Blut wieder gut, aber trotzdem hat er Problem. Ich meine Müdigkeit oder anderes, was er früher gehabt hat. Und darum braucht das jemand, wo das kennt. Dass, Mhm. ja, du hast B12 in deinem Körper, klar, aber das ist die falsche B12. Deine Körper braucht vor Methylcobalamin anstatt Cyanocobalamin. Ja, ist so spannend. Weißt du, ich meine, gerade das Magnesium, das wird nie in meinen Blutwerten angegeben. Nein, das Die, ist nicht die möglich, testen das weil nicht. nein, die Magnesium, auch wenn das Blutwerte gut sagt, das bringt gar nicht, weil in die Blutwerte ist die Magnesium nur 2% in die Blut, oder? Und die Mhm. restlich ist in die Knochen, in deine, wie sagt man, die Körpergewebe oder in deine Zellen. Das ist die meistens dort. In deine Bluttest, das siehst du gar nicht. Ich meine, in deine Bluttest, wenn die Magnesium runter ist, dann ist das wirklich die Zeit, wenn du aufwachen musst. Ich meine, aber wenn deine Blutwerte sagt, ja gut, das ist gut jetzt, ich bin gesund, nein, das ist komplett falsch. Ich meine, darum manchmal, das ist auch die andere Analysis, zum Beispiel die Hair-Analysis und so, aber das machen nicht viel, oder? Das gibt so einen Mhm. speziellen Test, wo du kannst vielleicht besser bestimmen. Aber Mhm. Magnesium musst du einfach nehmen. Ich meine, das ist für jeder so wichtig. Ja? Ich meine, nicht Ja, aber alt oder jung. Du musst einfach nehmen, fertig. das sagt man nicht, eigentlich sehr selten habe ich das gehört von Ja, ja. Ärzten, dass man Magnesium nehmen soll. Die langsam ein bisschen auch, aber die sagen nur Magnesium nehmen. Aber welche Magnesium und was, das ist auch kein Mhm. anderes Thema. Du hast Und auch weshalb. Magnesiumcitrat, du hast Magnesiumoxid, du hast Glycinat, Bisglycinat. Es gibt so viel. Und jeder hat Ja. eine andere Funktion. Zum Beispiel, äh, wenn jemand eine Verstopfung hat, zum Beispiel, oder Verstopfung. Er braucht Magnesiumcitrat. Ich meine, aber du gibst ein Magnesiumcitrat zum Beispiel vom Apotheke für jemanden, der kein Problem hat, dann kriegt er Durchfall. Und dann denkt er, Mhm. oh, vom Magnesium kriege ich Durchfall. Nein, aber das ist nicht so tun mit dem Magnesium. Das war die falsche Magnesium, wo du genommen hast. Und that's Äh, it. ja, Und aber das darum weiß ja fast niemand. müssen die Leute ein bisschen investieren in einen Mhm. Mentor. Oder ich meine, Mhm. äh, es, es ist dein Leben. Ich meine, das ist deine Lebensqualität, oder? Mhm.
warum willst du das Zeit oder ein bisschen Geld nicht investieren? Ich meine, mach das. Du Ja, willst ja. bessere Qualität haben. Es kostet nicht viel oder die Leute geben tusige Franken in ein Ferien, die denken nicht zweimal, aber ja, gut, für seinen Körper, dass die jeden Tag ihm hilft, die investieren nicht. Ja, und wenn man ja, es ist ja eine Ausbildung, es ist ja ein Lernen, was der Körper braucht und was man Ja, weglassen sollte. Es ist ja ein Lernprozess, also es ist ja auch langfristig von Interesse. Das sollte ja ja, schon das in den ist so, oder? Ich Schulen meine, unterrichtet und es werden. ist auch nicht einfach, oder? Ich meine, äh, die können alles in Dr. Google suchen oder so, das ist aber nicht Ja. alles dort geschrieben. Ne? Ich Nein, meine, ist viel zu ich habe, komplex. ich habe solche Bücher gelesen, zum Beispiel, das ist nur von der Öl. Was Mhm. die Öl und was für Öl man braucht und warum das schadet kann. Es gibt Mhm. ein Buch, das ist 800 Seiten von das. Ja? Ich meine, äh, und solche Bücher, das ist von 100 Jahren zurück, wie das geändert hat, die Produktion vom Öl und wie viel, ich meine, es gibt so viel Maps und solche Sachen, aber dann musst du lieber das nicht alles machen und kommst zu einem Expert, wo das kennst und er Ja. helfen kann und dann ist das alles gut, oder? Ja, ja. Und du bietest ja wirklich Einführungsgespräche an, um Ja, ja, wirklich zu verstehen, ob das was ist, was helfen kann und, ja, ja. ähm, und was dann der Prozess wäre. Also das finde ich ja super toll. Was erwartet denn die Leute von einem Gespräch mit dir? Was können die erwarten? Also die erste Gespräch mit mir immer ist gratis. Ich meine, ich biete das für die Leute, wo erstmal kommen. Ich sehe, was für ein Problem vor ihm gibt und und dann denke ich, okay, von wo das Problem kommt eigentlich. Was ist die Ursache für dieses Problem? Ich meine, er kann ein Schlafproblem haben oder ein kompliziertes Problem. Und dann erkläre ich, dass von wo das Problem genau gekommen ist. Und wenn kleine Änderung ist, ich sage ihm sofort, dass okay, das ist das kleine Änderung, du brauchst nicht viel. Aber meistens, die haben mehrere Probleme. Die kommen Mhm. erst, wenn die wirklich zu Sport ist. Niemand kommt, wenn er kleine Probleme hat, oder? Ja, Das, ja. wir sind so Mensch, ja. Aha. Wir denken, ja gut, klein Problem können wir selber lösen. Aber der Körper gibt Symptome, kleine Symptome, wenn die Störung gibt, oder? Ich meine, Mhm. du denkst, ja, ich habe kleine Rückschmerzen gehabt, jetzt ist wieder gut, jetzt bin ich gesund. Nein, das ist nicht so. Oder zum Beispiel, du hast Muskelschmerzen gehabt und das ist 2 Nächte, du hast kleine Magnesium genommen und jetzt ist gelöst, fertig. Nein, das ist nicht gelöst. Der Mhm. Körper gibt dir kleine Symptome und du musst wirklich so schauen, was das Symptom war. In den Ja. nächsten 3, 4 Jahren später kommt die größere Symptom. Zum Beispiel, die Symptome fangen an von unserem Körper, von Zellen und dann die gehen zu Körpergewebe und dann später zu Organ, oder? Und Mhm. wenn deine Leber Fett hat oder ein Nierenproblem gibt oder in deinem Herz oder Lunge, das sind die großen Organe. Und wenn du schon die Probleme gehabt hast in die Organe, das ist schon zu spät. Ich meine, dann brauchst du Medikament und solche, aber bitte ignoriere nicht deine kleinen Symptome. Du Ja. kannst jetzt korrigieren und viel einfacher und dann ist es erledigt. Und dann mit diesem Gespräch erkläre ihm, warum hat der Problem eigentlich oder von wo das Mhm. kommt und wie kann man lösen. Dann erkläre ihm auch, wie viel Zeit er braucht und wie viel Unterstützung er braucht. Und dann kann er selber entscheiden, ob er gesund will Mhm. oder nicht. Ja, Aber ja. ich meine, ich gebe ihm schon Tipps dort dahin. Oder auch wenn er sagt, okay, wenn das klein ist, was soll ich machen, dann gebe ich ihm die Hilfe. Ich meine, Mhm. aber ich bitte jeder, wo wirklich, nimm das Hilfe. Das ist, wir sind hier zum Helfen. Oder ich meine, bitte nicht leiden alleine. Wir sind alle hier zum Unterstützen. Du kannst Ja. gehen zu wem du glaubst oder so, aber bitte mach etwas. Ja, und es ist ja nicht so, dass man so viel Zeit wie du, ich habe ja nicht so viel Zeit äh, wie du investiert hast, zum auch investieren in das. Also dann komme ich lieber zu dir, der schon so viel Zeit investiert hat in dieses Feld, was für mich neu Genau. ist. Ja, Das ja. macht Auch keinen wenn du Sinn. im Man kann Internet nicht alles suchst, oder? lernen.
zum Beispiel, wenn du im Internet suchst oder du hast eine Ja, Seite, wo sagt, Eier ist gut und die nächste Seite, wo sagt, Eier ist nicht gut. Und ja, dann weißt du nicht, was ist korrekt. Und dann irgendwo, die sagen, Butter ist gut, die zweite sagt, Butter ist nicht gut. Und dann bist du verloren und dann isst du genau. am Schluss McDonald's, oder? Ja, Ich ja, meine, alles ja, ist ja. sowieso falsch, dann nehme ich McDonald's, oder? Mhm. Aber lieber kommt einmal, probier das und dann siehst du, der Resultat braucht nicht Jahre zum Schauen, oder? Das kommt in 2, 3 Monaten. Du siehst den Mhm. Unterschied in deinem Körper. Und dann Mhm. bist du happy, du hast so wieder hoch Serotonin, Dopamin und alles kommt retour. Ja, ja, also das Muss ist nicht wirklich Zucker essen total. beeindruckend. Ja, ja. Also welche wichtige Botschaft oder Erkenntnis möchtest du noch mit unseren Zuhörern zum Schluss des Gespräches teilen oder auf den Weg geben? Ähm, einfach anfangen, oder? Erst ist das, oder? Du musst Hm, einfach anfangen mit deinem Weg, dass du äh, weiterfahrt. Der wichtigste und die schwierigste Problem ist das Anfangen. Ich ja. meine, wir sagen immer, ja gut, ich fange ja, ich habe Patienten, die kommen im Dezember, die sagen, ja, ich fange erst nach Weihnachten, oder? Oder irgendwann, dann frage ich im März, ja gut, hast du das angefangen? Nein, in Weihnachten sind viele äh, Gäste gehabt, ich konnte nicht machen und dann gibt es so Arbeitsstress, ich habe nicht, aber jetzt mache ich nächsten Monat. Das geht Hm, nicht. Ich meine, wichtig ist das Anfang und mhm. irgendwann, wenn du anfängst, ist das los, oder? Ich meine, sonst, wenn du nicht anfängst, kommt das nicht automatisch, oder? Ich meine, deine Probleme gehen nicht automatisch weg, wenn du nicht änderst. Ich meine, äh, dein Schlafproblem oder egal, oder Stressproblem oder irgendetwas anderes, was du hast. Ohne Anfang geht's nicht. Und dann, ja, dann musst du weitermachen. Ja, das stimmt. Von ganzem Herzen vielen, vielen Dank, Munisch, für all deine Informationen. Es war so reichhaltig, von deinen Erfahrungen zu hören und deine Geschichten und wie wichtig das es ist, nicht zu warten, bis es brennt, oder? Genau, Nehme vielen ich auf Dank jeden auch Fall mit. für unser Gespräch. Ja, ja, und ich hoffe, dass jemand kann von das profitieren. Ja, auf jeden Fall, da bin ich sicher. Es ist klar, dass dein Ansatz wirklich verbunden mit dem Aspekt Ernährung, Emotionen und der Umwelt wirklich einen Einfluss hat auf unsere Gesundheit und eigentlich auch die Gesundheit unserer Gesellschaft fördert. Wir haben so viel darüber gelernt, wie jede und jeder von uns seinen eigenen Weg zum Wohlbefinden einschlagen kann. Sei es durch personalisierte Ernährungsberatung oder durch die Pflege gesünderer Gewohnheiten an unserem Arbeitsplatz. Wenn du neugierig auf das bist, was Munisch erzählt hat, empfehle ich dir, sein Angebot für ein kostenloses Erstgespräch zu nutzen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, um herauszufinden, wie sein maßgeschneiderter Ansatz dich auf deinem Weg zu mehr Gesundheit unterstützen kann. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Denk daran, jeder Schritt in Richtung einer besseren Ernährung ist ein Schritt in Richtung eines gesünderen, erfüllteren Lebens. Vernetze dich mit Munisch auf seinen Plattformen und freue dich auf weitere inspirierende Geschichten und Einblicke in unseren kommenden Episoden. Abonniere unseren YouTube-Kanal, um kein Interview zu verpassen und like und teile die Inhalte mit deinem Netzwerk. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und nährt euch achtsam.